Derjenige, der zu 100% in Euro investiert ist, hat 100% Währungsrisiko. Die EU und die EU-Kommission, die schalten und walten, wie sie wollen. Korruption wird nicht geahndet, Beweise wie SMS verschwinden, die EZB wird von einer Wirtschaftsstraftäterin geleitet. Manche nennen ja die EU auch gerne mal EU-DSSR, aber das nur so als kleine Anmerkung. Und obwohl eben auch die Bedingungen im 19. Jahrhundert grundsätzlich verschieden waren von den heutigen, muss man eben sagen, gibt es sehr viele erstaunliche Parallelen dazu. Der Euro ist bedroht zu zerfallen. Genau das sehen wir uns im heutigen Interview an. Wir haben ja letzte Woche schon einen Blick darauf geworfen, warum das die EU größere Probleme hat. Wir haben heute nochmal live den Ex-Top-Investmentbanker Jürgen Wechsler mit dabei, der sich mit nichts anderem beschäftigt, als den Währungs- und Finanzmärkten dieser Welt und Dinge mitbekommt, die man eben in Medien so nicht mitbekommt. Und da haben wir schon historisch auch immer wieder auf die großen Themen hingewiesen, längst bevor die in den herkömmlichen Medien oder auch bevor alternative Medien diese Themen aufgegriffen haben. Und auch heute sprechen wir ja über die Stabilität des Euro. Und Jürgen sagt ganz klar, okay, wir laufen da auf größere Turbulenzen zu. Auch gerade, wir haben letzte Woche, ich kann das Video sehr empfehlen, wenn du es nicht gesehen hast, aber da auch drüber sprechen, dass die EU in dieser Art und Weise möglicherweise und auch sehr realistisch oder wahrscheinlich, wie auch immer, zukünftig so in dieser Art und Weise nicht mehr bestehen wird. Und auch das wird größere Auswirkungen auf den Euro haben. Deswegen, Jürgen, schön, dass du heute nochmal mit dabei bist. Ja, freue mich wieder da zu sein und dass wir tiefer in das Thema Euro einsteigen, das wahrscheinlich sehr viele Menschen bewegt. Ja, weil du schreibst da, es gab bereits ein Euro-Projekt mit frappierenden Ähnlichkeiten zu unserer aktuellen Situation und was jetzt auch 2026 ein sehr bedenkliches Jubiläum feiert. Ja, also, was war denn dieses große Vorgängerprojekt des Euro und was war damals das Ziel? Ja, das war die Lateinische Münzunion und die wurde 1865 von Frankreich, Belgien, Italien und der Schweiz gegründet. Also damals hat sich die Schweiz noch auf solche Themen eingelassen. Später sind auch noch Länder wie Griechenland dazugekommen und noch einige andere Staaten, Deutschland übrigens nicht. Ziel war es eben auch, die verschiedenen nationalen Währungen auf so eine gemeinsame Grundlage zu stellen und damit eben auch die Währungen ja gleichwertig im Umlauf sein konnten. Also Prinzip ein frühes Beispiel einer Währungsunion. Und das Grundprinzip war, dabei kann man sagen, dass Gold und Silber als gemeinsame Grundlage dienten, also so ein Bimetallismus. Und die Ankerwährung war damals so mehr der französische Franc, einfach aufgrund der politischen Gegebenheiten nach Napoleon-Zeitalter. Und da hat man gesagt, ein Franc sind so 4,5 Gramm Silber und ungefähr 0,30 Gramm Gold circa. Und die Münzen eben der Mitgliedstaaten, die sollten dann einfach gegenseitig akzeptiert werden, also dass man es überall gleich im Umlauf war. Ziel war dabei, so eine Art, wie soll ich sagen, Weltgeld zu schaffen. Und das Thema war, das Projekt ist relativ schnell gescheitert. Die Union ist aber trotzdem noch lang oder hat noch lang gehalten, weil eben viele Länder und Mitgliedsländer die Kosten von dem Austritt scheuten. Und obwohl eben auch die Bedingungen im 19. Jahrhundert grundsätzlich verschieden waren von den heutigen, muss man eben sagen, gibt es sehr viele erstaunliche Parallelen dazu. Und es wäre natürlich spannend, weil ich habe mich ja auch sehr, sehr intensiv mit Finanzhistorie beschäftigt und es ist schon faszinierend, die Parallelen und dass sich Finanzhistorie doch sehr häufig wiederholt oder zumindest sich reimt. Also, warum scheiterte denn damals dieses Projekt und welche Parallelen kannst du zur heutigen Euro-Situation hier beobachten? Ja, man kann sagen, die Lateinische Münzunion, die hätte eigentlich auch den Gründervätern hier vom Euro eine Lehre sein können. Wir hatten heterogene Staaten mit nationaler Souveränität und die lassen sich einfach nicht so richtig in ein Geldsystem integrieren. Und auch das Thema der sozialen Strukturen, die sind einfach teilweise zu stark für eine Integration mit der Brechstange eher. Und im Prinzip waren so 10 Faktoren, wenn wir uns mal anschauen, das Ganze. Also erstens, wir hatten dort schon mal unterschiedliche Wirtschaftspolitiken und vor allem Länder wie Italien und Griechenland, die nutzten einfach die Union zur Finanzierung ihrer Defizite. Länder eben hier, Haushaltsprobleme wie Griechenland und Italien, die hier waren, die haben dann einfach übermäßig viele Münzen geprägt, oft auch mit geringerem Edelmetallgehalt. Und andere Länder wie die Schweiz, die mussten dann eben durch schlechte Münzen aus dem Verkehr ziehen oder Verluste dabei tragen. Das heißt also, das Vertrauen innerhalb der Union sank dadurch. Und wir hatten gute Schulden, schlechte Schulden, wenn man es mit der heutigen Zeit auch vergleicht.
Die EZB kauft schlechte Schulden auf und senkt so künstlich die Zinsen bonitätsmäßig für die schlechteren Länder. Also hier haben wir da schon mal eine sehr gute Parallele. Dann hatten wir als zweiten Punkt so die fehlende politische Integration damals. Also es gab auch noch keine gemeinsame Zentralbank oder auch keine Finanzaufsicht. Entscheidungen, die mussten alle einstimmig getroffen werden, kennen wir ja auch noch von heutzutage. Und deshalb zunehmend ist es immer schwieriger geworden, genau wie auch heute. Das heißt, weil einfach die wirtschaftlichen Interessen auseinandergehen mit der Zeit. Und die EU-Konferenzen, wenn man schaut, auch die führten, oder nicht die EU, aber damals von der Lateinischen Münzunion, die Konferenzen, die führten zu endlosen Streitigkeiten statt eben Reformen. Und das ist ja das auch, was wir heutzutage erleben. Also einstimmige Entscheidungen der EU werden immer schwieriger. Dann hatten wir damals auch den Aufstieg des Goldstandards und eigentlich ein neues Geldstandard auch, also neues Geld, was da kam. Und viele große Wirtschaftsmächte, Großbritannien, Deutschland, USA, die gingen auch damals zum reinen Goldstandard über. Und der Bimetallismus eben der damaligen Lateinischen Münzunion war damit veraltet und unpraktisch. Und das kann man heutzutage auch vergleichen mit dem Aufstieg des digitalen Euros, wo man möglichst das Bargeld ganz stark einschränken möchte, es immer unbequemer machen will, dass eben auch hier die Veränderung stattfinden kann. Ja, dann hat man natürlich auch als Zwischenthema noch hier den Ersten Weltkrieg. Und weil mit dem Krieg suspendierten dann eben auch die alten die Staaten dort die Goldeinlösung ihrer Währungen. Und während des Ersten Weltkriegs eben, da sind beide die Bestimmungen zwar des Vertrages formell bestehen geblieben, aber sie wurden einfach von niemandem mehr beachtet. Also was wir hier ja auch wieder sehen bei uns. Banknoten sind damals eben auch das neue gesetzliche Zahlungsmittel geworden. Also Papiergeld ist an die Stelle von Metallgeld getreten. Und damit war auch im Prinzip die Münzunion faktisch tot. Also wir sehen daran aber auch wieder für die heutige Zeit, Krieg könnte dabei helfen, Staatsschulden zu entwerten. Und die Union hat damals noch bestanden auf dem Papier bis knapp 1927, wurde aber de facto eben 1914 mit Kriegsbeginn aufgehoben. Und natürlich auch das Siechtum des Euros könnte sich hier noch fortsetzen, auch nach Zerfall der EU, was wir letzte Woche besprochen haben. Und natürlich ist, wenn man es hier genau anschaut, ein Konflikt, ein Krieg möglicherweise, ein Ausweg für das aktuelle, die EU, wie sie aufgestellt ist. Dann hat man Fälschungen und Münzmanipulationen damals noch als 5. Punkt. Also einige Mitgliedsländer, vor allem auch Griechenland beispielsweise, die haben eben Münzen mit geringerem Edelmetallgehalt geprägt und damit kam es hier zu Vertrauensverlust im Münzumlauf. Und manche Länder haben sich dann geweigert, eben die fremden Münzen überhaupt noch anzunehmen. Und es ist vielleicht ähnlich zu sehen wie dem Bruch vom Maastrichter Vertrag, zwecks der Verschuldung der Länder. Da haben wir diese 60% und 3%-Grenze, um die sich keiner mehr kümmert bei dem Ganzen. Gleichzeitig haben wir Verschleierung von Schulden. Bei uns heißen sie plötzlich Sondervermögen. Das ist im Prinzip eine Geldverschlechterung. Also gute Staatsanleihen, schlechte Staatsanleihen. Und da haben wir die Geldentwertung oder Entwertung auch der Staatsanleihen gegebenenfalls mit der CAC-Klausel. Dann haben wir natürlich fehlende einheitliche Kontrollen und Sanktionen damals gehabt. Also es gab eben hier keine Sanktion oder keine zentrale Institution, die Verstöße hätte ahnden können. Und das erleben wir heute auch wieder, dass keiner hat einen Schaden draus, wenn er eigentlich die 3%-Grenze oder 60%-Grenze erreicht. Und das System hat also hier auf Vertrauen beruht und das ist mit der Zeit zerfallen, wie wir es auch heute sehen. Und wir sehen ja auch bei uns, die EU und die EU-Kommission, die schalten und walten, wie sie wollen. Korruption wird nicht geahndet, Beweise wie SMS verschwinden, die EZB wird von einer Wirtschaftsstraftäterin geleitet. Also wir sehen, es ist also Ähnliches wie damals auch. Dann haben wir natürlich auch die unterschiedlichen Interessen, die nationalen Interessen. Frankreich hat die Union einfach nur zur Stärkung seiner wirtschaftlichen und politischen Rolle in Europa nutzen wollen. Damals kann man heute auch wieder übertragen. Und kleinere Länder, die haben dann die Union, also diese Lateinische Münzunion, dagegen so als Mittel zur Stabilität gesehen. Und diese ungleiche Machtverteilung, die hat zu Spannungen dann geführt und besonders, wenn Entscheidungen getroffen werden müssen. Und wenn man es eben betrachtet, auch in diesem Zyklus versucht Frankreich hier wieder die Grande Nation zu werden und ist einfach jetzt wieder am Feudalismus der zentral herrschenden Klasse in Frankreich gescheitert. Savoir vivre, wie es so schön heißt, bis einem das Geld der anderen Leute ausgeht.
Also im Prinzip ist es einem das Geld der Deutschen ausgeht. Dann als weiteren Punkt haben wir die wirtschaftlichen Krisen und Inflation. Die Finanzkrisen im 19. Jahrhundert, die wir hatten, 1873 und 1890, die haben dazu geführt, dass die Staaten mehr Papiergeld druckten oder Münzen abwerteten. Und dadurch wurde die Deckung entsprechend geschwächt. Die Stabilität war dann langfristig nicht mehr gewährleistet. Italienische Banknoten beispielsweise waren dann unter dem gesetzlichen Wert und sind dann sind trotzdem noch in Frankreich zu Parwert eingetauscht worden. Also wir sehen genauso auch bei uns ja Finanzkrise 2008, Eurokrise 2011 bis 2014 und auch in der C-Krise 2020. Es kam immer zu Gelddruckorgien der EZB, also auch genau wieder die gleichen Punkte wie damals. Und dann haben wir jetzt als weiteren oder damals auch technologische und handelspolitische Veränderungen. Mit der Industrialisierung, die damals stattgefunden hat und dem ausbauenden internationalen Handel, da ist klar geworden, dass das reine Münzsystem auf Edelmetalle zu unflexibel war. Und deswegen ist das Banknotensystem und das Kreditwirtschaftssystem massiv ausgeweitet worden. Und wir sehen es ja auch heutzutage, dass Europa kommen praktisch keinerlei IT-technologische Marktführer mehr. Die europäische Wirtschaft, die zerfällt im Prinzip auch dadurch von innen heraus, weil eben bisher starke Wirtschaftszweige systematisch vernichtet werden. Stichwort eben der Deindustrialisierung und auch neue Startups, so Industrien, die haben sofort immer massive regulatorische Hürden, die dann aufgebunden werden. Ja, und dann haben wir so den 10. Punkt noch, so die fehlende Flexibilität bei den Wechselkursen. Das ist natürlich ein ganz schwerwiegender Punkt, auch heutzutage noch. Damals auch die starre Metallbindung, die es gab. Da war es schwierig, dann Anpassungen zu machen für verschiedene Wirtschaftslagen. Ja, und am Ende gab es eben die Aussetzung der Konvertierbarkeit, das heißt Kapitalverkehrskontrollen. Die war genau auch damals das Thema. Das heißt also, die starren Euro-Wechselkurse, die wir haben auch, die macht auch heutzutage die Anpassung der Länder mit der schwachen Industrieproduktion unmöglich. Und das ist natürlich genau das Thema, wo vielleicht eine Anpassung stattfindet und wir die Kapitalverkehrskontrollen vorher bekommen. Ja, Jürgen, es ist leider ziemlich logisch und auch wenn wir uns die Historie anschauen, Währungsverbünde haben ja nie so wirklich funktioniert, ähnlich wie beim Kommunismus, aber man probiert es ja immer wieder. Aber zum Glück haben wir ja sehr, sehr fähige Leute auch dort oben in den Entscheidungsgremien sitzen. Aber auf jeden Fall, ja, du hast jetzt mehrere Punkte genannt, weil das ist jetzt schon relativ viel. Also was würdest du jetzt sagen, was so zusammengefasst die darunter liegenden Probleme? Ja, eins muss man schon da sagen, fast ist, der Krieg war damals der Katalysator für diese Auflösung. Also so ein guter Grund, wie es immer so schön heißt, um die lateinische Münzunion zu beenden. Da ist die Frage, ob wir aus der Geschichte diesmal lernen oder gelernt haben. Also im Prinzip ist sie zerfallen, weil sie die inneren wirtschaftlichen und auch die politischen Spannungen einfach gescheitert ist. Die Mitglieder, die waren zu unterschiedlich, haben zu unterschiedlich gewirtschaftet und es fehlte einfach eine übergeordnete Kontrolle, jetzt nicht wie in der EU, sondern einfach auch ein Sanktionsmechanismus, der fehlt ja heutzutage auch. Und der Erste Weltkrieg hat dann einfach den Todesstoß dafür gegeben. Und ja, die formelle Auflösung, muss man sagen, die ist dann erst 1926 vollzogen worden durch die Belgier. Die EU, Brüssel, hat ja ihren Sitz in Belgien, und nächstes Jahr ist ja dann auch das 100-jährige Jubiläum dieser formellen Auflösung. Heißt jetzt nicht, dass ich sage, nächstes Jahr wird es aufgelöst, aber wir sehen, es ist einfach die Historie, die sich hier immer wieder reimt und wiederholt. Also die Belgier haben den Ausstieg verkündet aus dem Vertrag, die Schweiz hat dann auch die Münzunion als beendet erklärt. Und man kann sagen, die lateinische Münzunion, hat gelitten unter Betrug, Interessenkonflikten, Inflation, wirtschaftlichen Krisen und der Unfähigkeit, sich eben an moderne Wirtschaft oder Geldwirtschaft anzupassen. Also was als Integrationsprojekt begonnen hatte, ist dann letztendlich zu einem Zweckbündnis geworden, ohne eine gemeinsame Vision. Und dadurch ist natürlich auch der politische Wille erloschen für die lateinische Münzunion. Und das sind natürlich auch wirklich Dinge, die wir heute auch bei uns beobachten. Ja, also wenn ich so drüber nachdenke, kommt mir alles irgendwie ziemlich bekannt vor. Hast du da so einen zeitlichen Rahmen, wo du sagst, okay, gehst davon aus, dass es bis in diesen Zeitraum kriseln wird und anfängt? Natürlich auch mal gerne mit Datum und auch Uhrzeit ist auch. Genau. Ja, also natürlich nächstes Jahr wird es schon die ersten Auswirkungen geben davon. Aber es ist ja ein langes Sichtum auch immer, was stattfindet. Und das heißt, wir werden in den nächsten 5 Jahren starke Veränderungen hier sehen. Es sind schon einige Modelle auch in der Schublade in der EU, wie man das Ganze machen kann.
auch mit der Euro-Angleichung. Und also von daher, da wird sich einiges tun für die nächsten Jahre. Okay. Gut, wenn sich das Ganze nun ja mal wiederholt, was sind die Auswirkungen für den Anleger? Ja, wir haben ja gesehen, die Position Frankreichs, die ist im Prinzip damals wie heute, ja, man kann sagen, sehr ähnlich auch das Ganze. Frankreich hat hier weiterhin die politische Führungsposition, die sie möchte. In erster Linie eben auch den geopolitischen Anspruch, den wir hier haben. Und es fehlt aber im Prinzip denen ja an der ökonomischen Leistungsfähigkeit. Und sowohl eben damals die Lateinische Münzunion als auch die Europäische Währungsunion, die spiegeln einfach den Versuch wider, anscheinend wirtschaftliche, vorteilhafte Institutionen in politische Macht umzumünzen. Also es fängt immer mit einer guten Intention an und geht dann immer in die politische Macht über, die dann nichts mehr zu tun hat mit wirtschaftlichen Faktoren oder mit, soll ich sagen, mit wirtschaftlicher Logik oder überhaupt mit menschlicher Logik. Ja. Und damals wie heute haben wir einfach das Problem, oder das größte Problem, nicht eben, dass die Dinge vertraglich geregelt sind. Wir sehen es ja am Maastricht-Vertrag, der gebrochen wird, sondern an das, was eben nicht vertraglich geregelt wurde. Das heißt also, wir haben damals wie heute so die unsoliden wirtschaftlichen Zustände einfach. Sei es jetzt in Italien, in Griechenland, wo war ja auch, die haben sich ja einiges wieder jetzt erholt. Frankreich auch. Und da haben wir ja gesehen auch, dass es Kapitalflucht gibt in diesen Ländern. Und in beiden oder in diesen Fällen haben wir jeweils auch immer, dass diese Kapitalflucht zu Lasten eben der soliden Länder geht. Und wir haben es damals gesehen, in der Lateinischen Münzunion sind dann diese Münzen, diese Scheidemünzen größtenteils nach Frankreich gewandert und also gegen gutes Geld eingetauscht worden, also die Goldmünzen oder durch goldgedeckte Banknoten eingetauscht worden. Und in der Europäischen Währungsunion, da wandern die Einlagen eben von wackeligen Banken zu entsprechend finanzschwachen Staaten oder aus wackeligen Banken aus finanzschwachen Staaten zu Staaten, ja, die vielleicht eine bessere oder Banken haben oder einen besseren Background dazu. Und wir haben ja genau auch das Thema mit den Target-2-Salden, wo im Prinzip ja die meisten Länder verschuldet sind, bei Deutschland mittlerweile, wo auch das schlechte Geld zum guten Geld damit umgewandelt wird. Und möglich wird es eben einfach auch durch die Bereitstellung von den Zentralbankgeld, wie gesagt, im Target-2-System. Und ohne diese Stützen läge auch der Wert des Bankengeldes von schwachen Banken in schwachen Staaten unter denen von Banken in starken Staaten. Und das kann uns jetzt auch blühen, denn jetzt werden ja die Commercial Bank Money Token, die eingeführt werden sollen, die CBMKs, also bitte nicht zu verwechseln mit den CBDCs. Und sowohl damals eben wie heute auch ist ein wesentlicher Grund für das Weiterbestehen der aktuellen Währungsunion einfach die Scheu vor den Kosten von der Auflösung. Und damals hat man sich eben gesorgt um die Monetarisierung der Silberreserven und man hat eben Aufbau von Handelshemmnissen in Europa gemacht. Heute sind es eben auch die hohen Kosten, etwa wenn diese Target-2-Salden ausgeglichen werden müssten. Auch dort wird es wahrscheinlich dann massiv rappeln. Also die politischen Kosten spielen heute wie damals eben eine ganz große Rolle, aber die politische Einheit auch Europas ist heute zwar viel fortgeschrittener als damals, aber mit dem Scheitern auch vom Euro würde natürlich auch die Existenz der Europäischen Union auf dem Spiel stehen, aber mit dem Scheitern der EU haben wir uns ja letzte Woche im Video haben wir schon beschrieben und ja, das könnte auch das Ende des Projekts Euro leichter verkauft werden. Ja. Wir sind ja bei uns immer sehr, sehr konstruktiv. Das heißt auch die Lösungen, was können wir wie wo tun? Da schon mal der Hinweis, wir waren am Dienstag live. Wir hatten da tausende Leute, die auch dort mit dabei gewesen sind. Und wir sind auch wegen der sehr hohen Nachfrage auch heute nochmal live. Heute um 19 Uhr seid ihr mit dabei, wo wir auch damit eingehen, ja auch letzte Woche bereits, beziehungsweise intensiver auf dieses Thema EU. Was wird dort passieren und dass die Gefahr doch sehr, sehr erheblich ist, dass sie auseinanderfallen wird oder dass sie zumindest nicht mehr in dieser Art und Weise weiter bestehen wird und genauso beim Euro und was es bedeutet und auch die konkreten Lösungen. Also deswegen auch herzlichen Dank an dich, dass du nochmal einen zweiten Termin dazu hast. Du kannst dich mit dem Link unterhalb von diesem Video dort eintragen. So, und jetzt aber vielleicht auch nochmal schon so ein paar Hinweise. Also was kann ich als Einzelner denn jetzt tun? Genau, also im Prinzip ja, wenn es dem Euro an den Kragen geht, dann kann man sagen, derjenige, der zu 100% in Euro investiert ist, hat 100% Währungsrisiko. Das heißt also, ich sollte mich auch nach anderen Währungen umschauen und das heißt schon mal aus dem Euro in andere Fremdwährungen gehen entsprechend.
Dann auch EU-Schuldner vermeiden, die vielleicht auch 2 Euro noch bedienen können oder auch vielleicht nicht mehr das Ganze. Dann Gelder außerhalb der EU auch, sie haben Vermögen außerhalb der EU, haben auf alle Fälle also insgesamt sein Vermögen internationalisieren. Es ist ja, ich weiß, es ist immer eine große Hürde, man muss über die eigene Landesgrenze gehen, aber mittlerweile ist die über der Landesgrenze sicherer, das Ganze, als in der eigenen Landesgrenze. Ich vergleiche es immer gerne, wir sitzen jetzt momentan im alten Sowjetfinanzsystem und da wäre man froh gewesen, wenn man Gelder dann später irgendwo anderweitig gehabt hat. Und das Zweite ist natürlich auch Systemversicherungen, die man nutzen sollte. Vielleicht ganz kurz, ja, manche, ich will nicht unterbrechen, aber manche nennen ja die EU auch gerne mal EU-DSSR, aber das nur so als kleine Anmerkung. Ja, genau. Da passt es nochmal super dazu. Genau. Die EU hat übrigens auch noch Möglichkeiten. Ja, also die EU könnte natürlich selber auch nochmal die Wirtschaftsunion wirklich beleben, das Ganze, dass man wieder zurückgeht von der Militär in eine Wirtschaftsunion. Das würde sehr weiterhelfen, das Ganze. Oder dass man sich eben auch in anderen Allianzen anschließt, zum Beispiel mit den BRICS zusammentut. Ja. Also da gäbe es schon natürlich auch von der EU-Seite einiges an Möglichkeiten. Oder dass man sich auch technologische Marktnischen sucht. Also die lokalen Stärken einfach auch wieder nutzt. Also hier gäbe es schon auch Möglichkeiten, die auch die EU machen könnte. Ja, im Prinzip ist es ja bis dato, egal wo man hinschaut, also es wird eigentlich alles falsch gemacht. Es wird Richtung Krieg hingearbeitet. Bürokratie ist das Schlagwort schlechthin in Europa, Wirtschaftsabbau, Rohstoffe beziehen wir dann von unseren vermeintlichen Freunden dann für ein Vielfachen des Preises und so weiter. Also wir können ja endlos hier weitermachen. Also wo wirklich ja ein funktionierendes Gebilde, funktionierende Staaten, auch wenn Deutschland eine absolute Wirtschaftsmacht weltweit gewesen ist und es geht weiter bergab. Nun gut. Aber das ist mal die Frage, was können wir als Einzelner tun? Und dann sind wir natürlich auch als Gesellschaft insgesamt, je mehr Menschen sich damit beschäftigen, auch besser aufgestellt. Ich habe schon angedeutet, was erwartet uns jetzt heute nochmal? Kannst du das nochmal zusammenfassen, was du an uns weitergeben wirst heute? Ja, gerne. Also natürlich gehen wir auf den Euro ein, in diesem Online-Training dann und die EU auch und warum auch die Politik jetzt so daran interessiert ist, das Ganze umzubauen, was eigentlich für die Sparer bedeutet, dass sie Vermögensverluste bekommen werden, wo sie natürlich auch Schutzstrategien brauchen. Das heißt, wir schauen uns auch Schutzstrategien an gegen EU-Zerfall und die EU-Bankrotte und natürlich auch die größten Veränderungen an den Geld- und Währungsmärkten und den Finanzmärkten überhaupt in den nächsten Jahren und wie der Einzelne davon auch davon profitieren kann. Spannend, spannend. Ich weiß ja schon, was heute Abend kommen wird. Von dem her, wie gesagt, vielen herzlichen Dank. Seid unbedingt live mit dabei. Von diesem Mann kannst du unglaublich viel lernen zu diesen Zusammenhängen. Und das ist aktuell wichtiger denn je. Weil die meisten Matches, die sind dann wie immer, die meisten Schäfchen, was sind die? Natürlich nicht vorbereitet. Ja, und Füchse, die schauen sich an, was da draußen passiert und machen dann viel bessere und klügere Entscheidungen, genauso wie unserer Community. Von dem her, Jürgen, herzlichen Dank, sehr spannendes Interview. Ich freue mich schon, wenn wir das Ganze dann zu gegebener Zeit wieder updaten werden. Und ansonsten, wie gesagt, bis heute Abend um 19 Uhr und ja, bis bald. Ja, vielen Dank und bis bald. Ciao.